Ja, hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Dennis Bayern Arena und zu einem kleinen Video, was alles in dieser Woche rund um den FC Bayern München passiert ist. News, Transfers und alles andere rund um den FC Bayern München. Ja, und zwar fangen wir als allererstes mit einem Neuzugang an, und zwar ein alter Bekannter, Dante. Ihr kennt ihn wahrscheinlich alle noch. Er hat mal beim FC Bayern München gespielt und ist als Profi im letzten Jahr oder in der letzten Saison noch in Frankreich unterwegs gewesen mit Nizza und hat gerade so den Abstieg noch verhindern können in der Relegation, glaube ich, wenn ich es richtig gelesen habe. Und ja, der mittlerweile 42-Jährige wird dem FC Bayern München im Trainerteam unterstützen, und zwar kriegt er die Rolle des Trainers bei der U23, also bei den Amateuren. Und ja, den erstmal herzlich willkommen, Dante, zurück beim FC Bayern München. Ich kann mich eigentlich immer noch an ihn erinnern, oder generell haben Spieler, das, was ich gelesen habe, immer sehr gute Sachen über Dante gesagt. Und ja, herzlich willkommen. Ich freue mich schon auf ihn und hoffe, dass auch bei den Amateuren mal wieder ein bisschen frischer Wind reingebracht wird. Und ja, was haben wir noch generell über Dante? Genau, er bekommt den Job als U23-Trainer und hat insgesamt in seiner Karriere über 700 Spiele gemacht. Also da nochmal Glückwunsch für diese tolle Karriere. Es ist übrigens seine erste Trainerstation beim FC Bayern München. Und ja, wie gesagt, Glückwunsch Dante, herzlich willkommen wieder zurück beim FC Bayern München. Und ja, weiter geht's mit der nächsten News. Ja, kommen wir jetzt zu den aktuellen Gerüchten rund um den FC Bayern München, was Transfers angeht. Und zwar der erste Transfer, beziehungsweise was sich ein bisschen aufgelöst hat, und zwar Kenneth Eichhorn. Der war auch im Gespräch beim FC Bayern München, der 16-jährige Youngster von Hertha BSC Berlin. Und da hat sich wohl Bayern aus dem Transferpoker hinausgezogen und hat wohl verschiedene Gründe gehabt, wohl näher noch nicht beleuchtet, aber auch ein Grund war wohl das Handgeld, wahrscheinlich zu hoch. Schauen wir mal. Und ein neues Gerücht, beziehungsweise ein Gerücht, was jetzt schon Anfang der Woche im Raum steht, und zwar ist es, Bayern spricht mit Saibari, und zwar der Spieler von Eindhoven, 25 Jahre alt, Ismail Sabari, geboren in Spanien, und nach dem geplatzten Deal oder beziehungsweise geplatzten Wechsel von Anthony Gordon zum FC Bayern München, der dann zu Barcelona gegangen ist, brauchen wir natürlich auch noch was für die Offensive. Wäre natürlich auch schön, auf der linken Seite jemanden zu haben, der auch Luis Diaz in der nächsten Saison unterstützt. Ja, und Saibaris Detailposition sind das offensive Mittelfeld und die Nebenpositionen Mittelstürmer und Rechtsaußen, also dann doch vielleicht eher etwas für einen Kane-Ersatz, falls der mal verletzt oder auch mal ein bisschen Pause braucht in der nächsten Saison, oder halt für die rechte Seite für Olise, was natürlich auch relativ gut ist, obwohl wir auf der Seite ja auch noch Lennart Karl haben, und für zentrale Offensive hoffentlich nach der WM dann einen besser spielenden Musiala, der dann vielleicht auch hoffentlich wieder ein bisschen fitter ist und vielleicht auch diese für mich ein bisschen diese Kopfsache aus dem Kopf rausbekommen hat mit seiner schweren Verletzung gegen Paris im letzten Jahr, seitdem er noch nicht wieder so richtig reingekommen ist. Also da eine Option für die Bayern-Offensive, und da vielleicht auch noch so ein bisschen Backup zu schaffen für Harry Kane und vielleicht auf der rechten Seite Olise. Der Sabari immer noch unter Vertrag bei Eindhoven bis 2029. Marktwert liegt momentan bei 40 Millionen. Also da bin ich mal gespannt als Backup-Spieler, wie viel er im Endeffekt kosten würde, ob sich die Vereine denn auch überhaupt einigen können. Also ich denke mal, dass auch gerade bei dem geplatzten Deal von Gordon diese Ablösesumme einfach zu hoch war für einen Backup-Spieler. Und hier bei 40 Millionen müsste man mal schauen, wie dann Bayern reagiert und ob die Vereine sich dann ja, dementsprechend einigen können. Dann haben wir gerade noch ganz frisch reinbekommen, und zwar Nathaniel Brown, der Frankfurter, der auch bei der WM dabei ist, möchte zum FC Bayern München wechseln, und da sieht das Ganze wahrscheinlich ein bisschen besser aus. Schauen wir mal auf die Daten. 22 Jahre alt, geboren in Deutschland, auf der linken Seite Lieblings- oder beziehungsweise Hauptposition linker Verteidiger und Nebenposition linkes Mittelfeld. Also da vielleicht auch, wo man mal gucken könnte, ob er vielleicht denn auf der linken Seite die Bayern noch verstärken kann. Wäre auf jeden Fall notwendig für unsere Außen, dass man da auch noch ein bisschen neben Stanisic und Lambert, die ja auf der linken oder rechten Seite gespielt haben, dort nochmal eine Verstärkung holt und mit dem Abgang von Guerrero ja auch noch so ein bisschen Backup-Optionen wegfallen. Tom Bischoff hat ja auch öfter mal auf der linken Seite gespielt in dieser abgelaufenen Saison und hat das auch relativ gut gemacht, aber wie gesagt, die Bayern wollten und brauchen natürlich auch auf der Position noch mal ein bisschen Verstärkung. Da schauen wir mal rein. Nathaniel Brown hat noch Vertrag bis 2030, also wird wahrscheinlich nicht so günstig werden. Aktueller Marktwert liegt
bei 40 Millionen und der Sportmanager müsste es gewesen sein von Eintracht Frankfurt, Krösche, meinte, unter 60 Millionen geht da nicht. Da bin ich auch mal gespannt, ob da sich die Vereine einigen können. Und zu den Daten noch 1,76 groß und abgelaufene Saison 33 Spiele gemacht, 4 Tore für Eintracht Frankfurt und 4 Vorlagen, 3 gelbe Karten bekommen. Und wie gesagt, schauen wir uns die Spieler mal zur WM auch nochmal genauer ein bisschen an. Und ja, bin gespannt, wie weit da die Gespräche sind und ob Bayern sich da mit Eintracht Frankfurt einigen kann. Also es hört sich natürlich schon mal ganz gut an für Verstärkung für die neue Saison, für den FC Bayern München und bin gespannt. Der Sommer ist natürlich auch lang und ich denke mal, da werden noch einige Namen gehandelt werden und einige Namen werden auch wahrscheinlich wieder abspringen und einige Namen werden uns wahrscheinlich auch ein bisschen zu viel Geld kosten. Aber wie ich den FC Bayern München kenne und wie wir letzte Saison gesehen haben, müssen wir da auch ein bisschen Vertrauen haben und nicht gleich wieder ja, in Panik verfallen, wie auch schon zum Ende hin der letzten Transferperiode im letzten Sommer, da wo ja alle auch schon Panik geschoben haben mit dem Transfer von Luis Diaz. Und im Endeffekt war es ein Totaleinschlag beim FC Bayern München und ja, einer der besten Einkäufe in den letzten Jahren mit unter den ersten 3, würde ich sagen. Und wie gesagt, der Sommer ist lang, die WM steht vor der Tür und klar, vielleicht schon mal das nächste Thema. Die deutsche Nationalmannschaft ist unter der Woche in Chicago gelandet, in den Vereinigten Staaten von Amerika und hat am Samstag um 20:30 Uhr in Chicago auch noch ein Freundschaftsspiel. 8 Freundschaftsspiele gab es bisher gegen die USA und die Deutschen haben da 5-mal gewonnen und 3 Niederlagen. Also nochmal ein ordentlicher Test vor der WM. Ich bin selbst auch gespannt. Ich habe das Spiel gegen Finnland gesehen. Erste Halbzeit so ein bisschen mau, war für mich so alte Muster wie auch in den letzten Jahren so ein bisschen. Und zweite Halbzeit war dann schon ansehnlicher. Wie gesagt, Finnland aber auch kein Maßstab so ein bisschen. Ich bin ehrlicherweise gespannt, was die deutsche Nationalmannschaft da bei der WM hinlegt und drücke natürlich die Daumen, hoffe auch noch so ein bisschen. Aber ich muss ehrlicherweise sagen, dass so ein bisschen ich bin Fußballfan durch und durch und habe aber bei der deutschen Nationalmannschaft in den letzten Jahren immer nie so diese Vibes, diese Feelings gehabt. Irgendwie, wenn die WM oder EM angefangen hat. Das hat sich erst vielleicht so ein bisschen reingesteigert. Ich habe keine Ahnung, warum. Liegt es bei, könnt ihr da vielleicht auch mal was reinwerfen und die Kommentare. Habt ihr auch noch nicht so das WM-Feeling oder liegt es vielleicht daran, dass im Vorfeld immer noch so viel gequatscht wird, wie damals die ganzen Themen, kann man sich ja noch erinnern, mit Özil. Dann gab es die Themen vor ein paar Jahren, dass deutsche Nationalmannschaft sich nicht richtig identifiziert, auch mit der Nationalhymne. Da gab es viel Rederei. Dann gab es es mit der WM in Katar, ob man da auch antreten sollte, weil die Bedingungen so schlecht waren und Pipapo und bei der WM in Amerika ist ja genau das gleiche Thema jetzt wieder mittlerweile. Und im Vorfeld gab es dann auch noch die Diskussion natürlich um Manuel Neuer, um die Ausbuchtung von Baumann. Und fand ich generell auch nicht so toll. Also ich bin, wie gesagt, als Bayern-Fan durch und durch, auch Manuel Neuer-Fan, auch ein riesen Welttorhüter und einer der klar immer für die deutsche Nationalmannschaft spielen sollte. Aber wie das Ganze natürlich passiert ist und das Ganze vielleicht irgendwie gemischt, bringt noch nicht so richtig die Gefühle rüber, wie ich bei Bayern München habe. Da freue ich mich auf jedes Spiel, was die Bayern hatten, die ganze Saison lang. Und klar freut man sich dann auf das Ende der Saison, weil es natürlich dann auch im Halbfinale der Champions League ging, um das Finale, was wir leider verpasst haben, DFB-Pokalfinale. Da freut man sich natürlich auf die Finalspiele und dass wir deutscher Meister geworden sind. Und jetzt ist die Saison zu Ende und klar freut man sich auch so ein bisschen auf die fußballfreie Zeit, die ja dieses Jahr nicht so lange ist. Aber wie gesagt, so ein bisschen das WM-Feeling habe ich überhaupt noch nicht. Liegt vielleicht auch daran, wie gesagt, dass es in den Vereinigten Staaten ist. Oder dass die Deutschen in den letzten Jahren nicht so gut abgeschnitten haben und so gut gespielt haben. Auch im Vorfeld, wie gesagt, immer so ein bisschen Theater gab um jeweilige Themen. Und ja, ich würde gerne mal wissen, wie seht ihr das? Habt ihr denn schon so richtig Deutschland-Feeling und habt schon die Fahnen rausgeholt, Deutschland-Trikot und sonst irgendwas? Oder sagt ihr auch so, naja, entweder gucke ich es mir auch vielleicht gar nicht an. Es kommt ja auch zu Zeiten, die jetzt nicht so fußballfreundlich sind und
Ja, da muss man natürlich auch überlegen, ob man um 22 Uhr sich dann noch ein Fußballspiel anguckt, obwohl die Deutschen es noch gut getroffen haben. Ne? Die haben um 19 Uhr das erste Spiel, 22 Uhr die zwei anderen Spiele in der Gruppenphase, was danach passiert. Also da könntest schon, wie zum Beispiel die Türkei, die hat, glaube ich, um 6 Uhr morgens oder um 3 Uhr nachts irgendwie die Spiele. Also das ist natürlich schon ein bisschen extrem. Aber wie gesagt, ich würde gerne mal von euch wissen, wie gesagt, habt ihr schon das Deutschland-Feeling, das WM-Feeling und wie seht ihr die ganze Sache? Schreibt es gerne mal unten in die Kommentare rein. Ja, und dann kommen wir natürlich noch zum letzten Thema, abschließend zum Lokalrivalen aus München. Hat die Spielerlaubnis für die neue Saison nicht bekommen, muss in die Regionalliga Bayern runter und eventuell droht auch sogar noch Insolvenz. Also was ja mit dem Verein gemacht wurde in den letzten Jahren, eigentlich schon in den letzten, ja, ich würde sagen schon fast 10 Jahre, ist schon relativ, ja, ich würde schon sagen, traurig. Also im Ganzen muss man natürlich auch mal sagen, Rivalität hin und her und irgendwo hat vielleicht auch das Karma jetzt gesiegt, nachdem die, oder nicht alle, aber die Leute, die dieses Banner auf der Meisterfeier reingeschmuggelt haben und ja, wir wissen alle, was da drauf stand, gezeigt wurde. Man hat so ein bisschen gesiegt, das Karma, würde man mal sagen, aber wie gesagt, als Fußballfan und ich bin jetzt auch in so einem Alter, wo man sagen muss, okay, da Rivalität hin und her, aber an so einem Verein oder beziehungsweise ja, also im Verein hängt ja auch noch ein bisschen was anderes dran. Da hängen Arbeitsplätze dran, da hängen Leute, die ihr Leben vielleicht irgendwie für diesen Verein gegeben haben. Nicht nur Fans, nicht nur Arbeiter, nicht nur Trainer, vielleicht Spieler oder sonst was. Da hängt halt auch noch viel dahinter. Und klar wünscht man so einem Verein jetzt nicht, sagen wir mal, dass sie Insolvenz gehen oder sonst was. Aber wie gesagt, was in den letzten Jahren dort gemacht wurde, ist schon recht problematisch. Da sieht man vielleicht auch wieder so ein bisschen die Problematik mit Investoren, die zu viel zu sagen haben und vielleicht auch nicht unbedingt, ja, vielleicht zu viel Fußballwissen haben. Und man sieht es oder bei mehreren Vereinen. Hier in Berlin bei Hertha BSC war es auch mal mit dem Windhorst so. Der hat auch viel Geld oder wollte viel Geld reinstecken, hat auch viel Geld reingesteckt und im Endeffekt hat er dann auch die Anteile verkauft und alles ging hin und her und da ist auch gefühlt irgendwie jedes Jahr so ein bisschen Bammel, ob man denn die ganzen Lizenzen bekommt, die man auch braucht. Und jetzt ist es bei 68 wirklich so gewesen. Ich glaube, im Endeffekt ging es dort um 2,6 Millionen, die noch offen war. Und das Geld soll wohl da gewesen sein von Ismail, dem Investor. Er aber sich mit dem Verein nicht wie das dann auch weitergehen soll. Und dann wurde quasi die Reißleine gezogen und jetzt steht man da, ja, mit heruntergelassenen Hosen und wie gesagt, tut mir natürlich auch irgendwie so ein bisschen leid. Klar, Rivalität hin und her. Im Endeffekt hängt da aber auch noch, wie gesagt, viel dran und man kann gespannt sein, was da noch passiert. Wie gesagt, es kann vielleicht eventuell sogar noch weiter runtergehen. Nächstes Jahr dann nicht mal Regionalliga Bayern. Ich denke mal, wenn sie die Insolvenz ja, einleiten müssten, dann, wie gesagt, dann würde es wahrscheinlich noch weiter runtergehen in die Oberliga, denke ich mal. Bin gespannt. Auch da werde ich ein Auge drauf werfen, was da weiter los ist. Auch da könnt ihr mal unten die Kommentare reinhauen. Was denkt ihr über 68 München? Karma hat gesiegt oder geschieht ihnen recht? Oder ja, denkt ihr vielleicht auch so wie ich, dass man sagt, okay, bei aller Rivalität, da muss man auch mal ein bisschen, weiß ich, neutral bleiben oder sonst was. Also wie gesagt, dass ich 1860 München da irgendwie hasse oder sonst was. Aber es wäre vielleicht auch mal wieder schön gewesen, so ein Derby zu haben, auch in München. Jetzt hätte man mit den Bayern Amateuren eigentlich wieder ein Derby in der Regionalliga Bayern gegen 1860 München. Aber in der Bundesliga wäre es auch mal wieder schön gewesen. So ein bisschen Derby-Stimmung, auch in München. Jetzt, wo Schalke aufgestiegen ist, hat ja auch Dortmund auch wieder so ein kleines Derby. Und ja, wie gesagt, das war die letzte News für heute und ich würde mich freuen, wenn ihr gerne das Video liken würdet, den Kanal abonnieren würdet und ja, einfach mal teilen würdet den Kanal und wir sehen uns dann bis zum nächsten Video. Macht's gut, wie gesagt, kommentieren nicht vergessen und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Ciao.